Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns mit dem neuen Account auf EU9 zum Expeditionsevent. Und ja, was ihr hier im Hintergrund seht, ist mein Ergebnis nach einer halben Stunde Spielzeit. Ich habe gestern leider nicht mehr Zeit gehabt, um zu zocken. Von 16 Uhr bis 16:30 Uhr habe ich gespielt und ja, das ist das Endresultat daraus. Also es ist auf jeden Fall alles andere als optimal verlaufen. Sind wir ehrlich, es war ein verquatschter Serverstart, ja. Das können wir komplett streichen, das Thema, ja. Das Ding ist gelaufen hier, ne. Aber trotzdem möchte ich euch so ein bisschen meine Erfahrung und meine, ja, Sichtweise auf das Expeditionsevent legen und ja, wie ich es so ein bisschen wahrgenommen habe bisher. Ich kann keine fundierte Meinung darüber mitteilen, weil ich nur die erste halbe Stunde des Serverstarts gespielt habe. Ich war sozusagen so ein bisschen der Vorreiter für alle anderen, um zu testen, ey, wie ist denn so das Expeditionsevent, bevor alle anderen überhaupt angefangen haben, Aale zu spielen, war ich schon bereits fertig, ja. Und ich habe hier mal so einen kleinen Screenshot gemacht und ja, das habe ich gestern direkt nach Abschluss der Alu dann ja auch so in den Chat geschrieben, ne? Also ich habe hier, glaube ich, leider nicht mehr die Zeit drauf, das sieht man leider nicht. Obwohl, doch, sieht man hier, ja, im Chat sieht man das, ne? Zuerst habe ich die Ausbauten versaut. Da habe ich 5 5er Ausbauten genommen anstatt 6 4er. So, das war erstmal schon Fell Nummer 1, habe ich dann aber ausgeglichen, hatte dann jetzt 6 7er Ausbauten gehabt. Und ja, meine Meinung dazu war dann, ja, das, was ich hier geschrieben hatte, ich war wirklich um halb fertig. Habe zwar Sammelalbum, aber nicht gepusht. Also mein Sammelalbum war auf 0%. Also ich habe das Level, Stufe 24, only mit dem Expeditions erreicht, ohne Sammelalbum, ja, ist auf 0%, alles mit Expedition. Denke, wenn man 40er SA hat, ist echt viel drin, vor allem mit der ersten Mission von 1 auf Level 5, würde ich sagen, lohnt sich mit SA. Also, ich bin mit der allerersten Quest aus dem Expeditionsevent auf Stufe 5 gekommen. Da habe ich, glaube ich, vielleicht, was waren das, 1,25 Alu oder so verbraucht und bin damit direkt auf Stufe 5 gekommen. War komplett OP, ja. Genau, dann wurde hier noch gefragt wegen Dungeons und so. Also ich hatte zwischendurch natürlich auch ein paar Dungeons gepusht, sofern mir das möglich war. Und ja, bin dann hier im ersten Dungeon auf 8 und im zweiten auf 3 gekommen. Und ja, das war so ein bisschen dann meine Expertise an die Gilde sozusagen, ob sich das lohnt. Und ich muss tatsächlich sagen, ja, also ich habe jetzt diese 4,82%, die ihr hier seht, die habe ich jetzt nur aus meinen 10 Arena-Angriffen bekommen. Ich habe noch kein einziges Mal im Sammelalbum mich hier durchgefarmt in der Ehrenhalle, um halt Sammelalbum-Einträge zu farmen. Für die vielleicht neu sind im Spiel, ne, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Man pusht zuerst auf Stufe 10, ja, füllt dann sein Sammelalbum, wie ich im Screenshot auch hier gezeigt hatte, am ersten Tag zwischen 35 und 40%, wenn man sehr, sehr gut ist. Wenn man Free-to-Play ist, schafft man das nicht. Ich rede hier jetzt von der Pilzer-Variante. Dann geht man hier in der Ehrenhalle durch und macht hier quasi die ganze Zeit den hier. Ja? Macht ihr die ganze Zeit den hier, macht ihr die ganze Zeit den hier. Und das macht ihr auf Stufe 10. Ja? Ihr spielt eure Alu weiter bis Stufe 10 und dann aber nicht mehr weiter. So, dann macht ihr halt, wie gesagt, die ganze Zeit den hier und pusht euch hier durch und füllt euer Sammelalbum. So, ich habe jetzt hier 48 Einträge bekommen. Ne? Am ersten Tag ist halt, ja, für Medium-Pilzer, sage ich mal, 30% okay. Für die schon ein bisschen mehr wissen wollen, 35 bis 40 sollte machbar sein. Und ich habe halt Stufe 1 bis 5, gut, man bekommt ja erst ab Stufe 10 das SA, habe ich mit, wie gesagt, 1,25 oder was das waren, Abenteuerlust in der Expedition 5 Level gemacht. Also wie gesagt, 4, 1 bis 5, ne? Also Stufe 1 ist man ja schon vom Ding her so, ne? Und ja, das hatte ich dann gleich so weitergegeben und musste sagen, okay, wenn man jetzt auf Stufe 10 ist und erstmal das Sammelalbum pusht, ja, und erstmal sich die Zeit nimmt. Ich hatte ja, wie gesagt, gestern leider nicht die Zeit. Ich habe jetzt erst die Zeit, ihr habt es gesehen, 2:30 morgens. Ja, wenn man sich die Zeit nimmt, das Sammelalbum pusht
und dann die Abenteuerlust mit Expeditionsevent spielt, dann könnte es schon echt gut reinknallen, sag ich mal. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe leider komplett auch die Happy Hour und alles verpasst. Ja, ich habe leider nicht gesehen, wer hier wie auf welchem Level um 0 Uhr gewesen ist. Ja, wir haben es ja jetzt, wie gesagt, schon halb 3 Uhr morgens. Jetzt haben die Leute natürlich schon weiter gepusht ein bisschen, ne? Und deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, wo die Leute am ersten Tag gewesen sind, die Top-Leute. Ist komplett an mir vorbeigegangen, tut mir leid, ja. Vielleicht könnt ihr mir es ja sagen, vielleicht spielt ihr auf EO9 und habt das beobachtet. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zum Expeditionsevent in die Kommentare rein. Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Und ja, deswegen meiner Meinung nach auf jeden Fall besser als beim letzten Mal, muss ich sagen. Vom Gefühl her, von der Belohnung her, vom Alu-Spielen her, als beim letzten Mal. Aber ich muss sagen, eher im Early-Game-Bereich. Also ne, vor allen Dingen diese Stufe 1 bis Stufe 5 auf so niedriger Stufe, das hat mich sehr, ja, wie sagt man, imponiert. Sag ich mal so. Ne? Aber ja, nachher, wenn hier zum Beispiel 25 Abenteuerlust, ne, das ist dann schon im Verhältnis ziemlich viel. Übrigens, das Expeditionsevent ist, weil wir ja in der Vergangenheit davon geredet haben, dass sich das ja ändern soll. Es ist vom Grund her eigentlich komplett gleich geblieben. Also ich habe jetzt keinen Unterschied jetzt in den ersten 300 Alu gestern festgestellt, vom Gameplay her. Nur vielleicht von den Werten. Das muss ich dann halt aber testen. Ich werde ausschließlich weiterhin nur mit dem Expeditionsevent spielen, nicht normale Alu. Das ist halt, ja, einfach so auf dem Server. Das mache ich halt, wenn es da ist, dann nehme ich das auch. Dann möchte ich das auch nutzen. Ich ziehe mich jetzt gerade ein bisschen, muss ich sagen, Expeditionsevent zu spielen, beziehungsweise Alu. Weil ich eigentlich erst noch ein bisschen mein Sammelalbum pushen wollte, bevor ich hier großartig weiter ins Expeditionsevent reingehe. Und das mache ich jetzt mal noch ganz kurz nebenbei, weil wie gesagt, ich habe halt jetzt noch gar nichts irgendwie großartig, bevor ich das mache. Festgehe ich vielleicht mal noch ein bisschen mein Gold, das wäre vielleicht noch ganz klug, ansonsten wird mir das hier abgefarmt. Und ja, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich konnte leider keine richtig fundierte Aussage dazu treffen, wie es halt ist, das Expeditionsevent normal zu spielen, mit einem normalen Sammelalbum, nicht mit so einem unterirdischen Ding, was ich da gestern geleistet habe, so, ne? Ich kann es halt nur so aus der Perspektive sagen, wie es ist, wenn ihr halt, ja, komplett durchrushen wollt. Und da war halt mein erster Gedanke, okay, die ersten paar Level lohnen sich. Wie es nachher so ist, wenn man dafür deutlich mehr Abenteuerlust benutzen muss, ist schwierig zu sagen. Ja, ist nach wie vor schwierig zu sagen. Boah, wie schnell das auch geht, ne? Das ist krass. So, ich zeige euch mal ganz kurz, einfach mal, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal die große Abenteuerlust. Der große Vorteil ist natürlich vom Expeditionsevent für Leute wie mich. Ihr braucht halt extrem wenig Zeit, um eure Abenteuerlust zu klicken, ne? Also, ich war gestern halt auch in einer halben Stunde durch. Ich habe mir sogar noch relativ viel Zeit gelassen, sag ich mal, sonst wäre ich dann noch schneller durch gewesen. Aber gerade die Anfangsabenteuerlust so, ne, wo man ja zum Anfang halt nicht dieses standardmäßig 2 Minuten 30, 5 Minuten, 7, 5er, 10 Minuten hat, sondern diese 0,5er, eine Alu-Quest und so, ne? Das dauert am Anfang sowieso immer noch mal ein bisschen länger. Oh, schaffe ich den jetzt noch mal? Ne, ich glaube nicht. Ich nehme mal den Schlüssel mit hier. Okay. Wollte schon sagen, könnte jetzt ein Fail sein, aber wir kriegen sogar noch mal einen Koffer. Ja, sehr schön. Das ist halt auch ganz geil, ne? Wenn ihr schon die Quest voll habt, also 40 Sterne erreicht, also 40 Punkte für 3 Sterne, dann könnt ihr halt noch easy so einen Koffer mitnehmen hier. So, und ja, dann gucken wir mal ganz kurz hier. 55. XP ist schon wirklich, muss ich wirklich sagen, ist schon saftig. Also schmeckt schon gut. Stufe 25,5 jetzt erreicht, Festung freigeschaltet, easy going. Ist schon echt cool, muss ich sagen. Geht halt super, super schnell. Ne? Das dauert halt sonst viel, viel länger, die normale Abenteuerlust zu klicken. Ne? Aber ist es das wert?
Das kann ich jetzt zu 100%ig jetzt, wie gesagt, noch nicht sagen. Ich kann euch nur so viel sagen, und das hatte ich auch, wo ich die halbe Stunde zum Start gespielt hatte, das hatte ich auch bei anderen schon gehört gehabt gestern, dass, dass die Leute ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass die mit der ersten, mit der Tutorial-Quest, sag ich mal, dass man dass die Stufe 4 erreicht haben, Stufe 5 erreicht haben. Und Stufe 6 habe ich noch nicht gehört. Ich war, glaube ich, auch schon relativ lucky mit Stufe 5, muss ich sagen. Ne? Das erreichst du, glaube ich, mit diesen normalen paar Alu, die du zum Anfang hattest, jetzt nicht. Wie gesagt, da muss ich sagen, okay, das war richtig, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, Expeditions-Event zu spielen. Diese 25er-Quest jetzt, wie ihr das jetzt hier gerade wieder seht, ne, das gibt mir nicht so ein gutes Gefühl, muss ich sagen, weil sich das für mich wieder etwas unbelohnender anfühlt im Verhältnis das, was man an Alu ausgibt und das, was man an XP und Gold bekommt. Ja, das war im really early Game, also unter Stufe 10, war es für mich klar, okay, spiele ich. Jetzt ist es für mich nicht mehr so eindeutig, muss ich sagen. Und da werde ich dann die nächste Zeit mal drauf achten. Wie gesagt, ich werde nach wie vor hier nur only Expeditions-Events spielen. Vielleicht spielen andere hier normal ihre Alu. Das ist dann vielleicht auch mal ganz interessant so zu vergleichen. Obwohl man mit mir halt eben jetzt schwierig Vergleiche anstellen kann. Weil ich halt eben jetzt so einen komischen Playstyle jetzt habe, ne? Weil ich den ersten Tag ja so mäßig verschissen habe. Da hätte ich auch easy, was hatte ich? Stufe 24 erreicht. Also mein Ziel ist es zumindest am ersten Tag 25 zu erreichen. Und ich habe halt die komplette Alu gespielt ohne SA, müsst ihr euch vorstellen. Ne? Also bis 24 ohne Sammelalbum. Also ich hatte zwar eins, aber 0% da drin, ja. Und das unterm Strich, muss ich schon rückwirkend betrachtend sagen, ist eigentlich schon echt strong. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt vielleicht noch so 30 bis 40% mehr XP bekommen hätte durch das Sammelalbum, ja, dann GG, Alter. Dann wäre am ersten Tag wirklich, ja, keine Ahnung. Also Stufe 30 würde ich jetzt nicht sagen. Mit meinem Playstyle ist machbar. Haben andere Leute vor mir schon gemacht. Ich weiß nicht, was Rekord ist. Ich glaube, am ersten Tag Stufe 69 ist, glaube ich, Rekord. Ne? Ist machbar. Aber dann wäre ich so vielleicht, keine Ahnung, wäre ich vielleicht so 28 oder so gekommen. Ne? Und dann wäre wahrscheinlich die Zeit wieder... Dann hätte ich wieder in die Festung investieren müssen. Hätte mir Steine skippen müssen und das fällt bei mir am ersten Tag meistens schon immer flach. Also am ersten Tag wollt ihr immer Festung erreichen, ja, dass ihr schon da ein bisschen anfangen könnt, schon ein bisschen hier machen, ein bisschen da ausbauen und so. Und wenn ihr Festung habt, dann ist ja easy. Dann habt ihr ja wieder ein komplett neues Equipment, dann habt ihr ja Sockel hier drin und dann könnt ihr Edelsteine skippen. Ja, und das ist dann easy going. So, dann habt ihr eine neue Damage-Quelle, einen neuen Damage-Boost und damit könnt ihr dann schon richtig durchrasieren. So, dann könnt ihr am zweiten Tag auch easy 220 und so machen. Das haben wir ja alles in der Vergangenheit schon öfter mal festgestellt. Ne? Also wenn man natürlich das nötige Kleingeld hat, aber auch das Know-how ist dafür auch entscheidend, sag ich mal. Dass man weiß, was man macht und jetzt nicht unnötig viele Pilze irgendwo ausgibt, wo es vielleicht jetzt nicht so vonnöten ist oder so. Ne? Also das kommt dann auch immer noch mit dazu. Ja, also unterm Strich kann ich sagen, es hat für mich so den Eindruck gemacht, als ob es belohnend ist, gerade Stufe 24 ohne SA zu erreichen, nur mit Expeditions-Event Alu. Ist schon gut. Stufe 1 bis Stufe 5 mit der Tutorial-Quest war für mich auch sehr gut. Ja, und ja, ab jetzt muss man halt schauen, ob es sich jetzt wirklich so rentiert, sag ich mal. Ne? Der El Chefe hat hier auch Stufe 29 erreicht, ist auch strong, GG an der Stelle. Weiß ich nicht, ob er nach 0 Uhr noch weiter gespielt hat. Ich glaube jetzt aber mal nicht. Wie gesagt, Stufe 29 ist halt dann auch easy machbar. Ne? Ansonsten, das Paulchen hat auch Stufe 25 gestern erreicht. Auch GG an der Stelle. Ne? Also, das ist alles recht einfach umzusetzen. Und da streamen wir auf jeden Fall mit dem Paul noch am Sonntag zusammen. Da bin ich sehr gespannt. Auch auf seine Meinung. Er spielt, glaube ich, jetzt zum ersten Mal das Expeditions-Event. Das ist, glaube ich, das erste Mal für ihn hier. Und
ja, wir machen nochmal abschließend nochmal eine Quest hier. Ne? Auch wenn es sich jetzt für mich persönlich jetzt noch nicht so extrem lohnt, weil ich immer noch ein zu schlechtes Sammelalbum habe, meiner Meinung nach. Also da würde ich jetzt eigentlich noch nicht hier die Alu spielen, aber fürs Video mache ich es jetzt mal absichtlich. Okay, das ist jetzt hier scheiße, das ist, ja, okay, das könnte jetzt reinkrachen hier. Obwohl, doch, sollte ich noch mit dem Bonus noch hinbekommen hier. Hauptsache, ihr kommt auf die 40 Sterne, dann ist alles, oder auf die 40 Punkte, dann ist alles easy. Dann bekommt ihr auch den maximalen XP-Bonus hier, ne? Sehr schön. Also, ja, es ist halt schwer zu vergleichen zum normalen Alu-Spielen so, ne? Es kann man nicht so einfach, ne? Jetzt haben wir ein halbes Level gemacht mit 25 Alu. Da müsste man halt jetzt im Gegenzug gucken, okay, wie viel mache ich jetzt mit 25 Alu, wenn ich die jetzt hier so normal spielen würde, ne? Ja, und auch dann gibt es natürlich immer, wir haben das ja beim letzten Mal so extrem auseinandergenommen, wir haben uns ja wirklich alles gescreenshottet und das halt verglichen mit der normalen, mit dem normalen Questen so, und dem Expeditionsevent. Naja, gut, auf jeden Fall, ich werde weiter hier mein Unwesen treiben auf dem Server, ich werde weiterhin Only Expeditionsevent spielen und dann mal schauen, wie sich das in der Zukunft so entwickelt, im Midgame nachher und werde euch da auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten. Okay, Leute, das war es soweit von mir. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Expeditionsevent in die Kommentare, wie ihr das Ganze aufgenommen habt. Und ja, wünsche euch noch weiterhin viel Spaß hier auf EU9. Das war es soweit. Ich verabschiede mich, haut rein und bis zum nächsten Mal.